10 Sekunden Tafel ist oben. Start ist erfolgt und wer hat hier genug Kraft und Drehmoment, um den Berg hochzukommen? Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber Max Schlüter und Deja den Start für sich entscheiden können. Schlüter erstmal noch vorne auf der 1, Imül auf der 2, hängt aber hier dem Trackline-Card direkt im Nacken. So, kommt da schon der erste Angriff. Imül setzt sich innen rein, bremst hier spät, findet innen die Lücke und geht vorbei an Schlüter. Kann er aber hier den ersten Platz auch verteidigen? Das ist die große Frage. Auf der 3, die 1433, ein grünes Crossguard als Tagesstarter. Das ist Michel Holtrup. Schaut euch das an. Schlüter und Imül. Platzwechsel Runde für Runde, Kurve für Kurve, so wollen wir das sehen. Das sind ganz tolle Fights, ganz tolle Zweikämpfe, die wir sehen, die aber auch super fair sind und sauber ablaufen. So, und Michel Holtrup macht hier richtig Druck auf Max Schlüter. Sucht hier außenrum irgendwie die Lücke, um dran vorbeizugehen. So, wie schaut's dahinter aus? Theo Rühl, der erstmal heute fährt. Dahinter Linus Wilke. Dann haben wir hier Sam Heinen, der sich aber strecken muss, weil die 1521 Fabian Dumbach will den Ausfahrt vorbeigehen. Dahinter auch mit Bernhard Kuda, Crossguard, die 1531 Anna-Sophie Mühl. Und genauso hier Nele Thaler Österling mit der 1510. Auch das Kart habe ich auf Kleinanzeigen gesehen, dass es zu Verkauf steht. Muss sich vorne strecken. Max Schlüter ist hier nicht mal eine Crossguard-Länge dahinter, aber auch der kann nicht nur nach vorne Druck aufbauen, der muss auch nach hinten in den Rückspiegel gucken. Michel Holtrup lauert da nämlich auch und ist jetzt innen die Tür offen. Hat Imül da die Tür aufgemacht? Ja, sie war offen, aber Schlüter konnte hier die offene Tür doch nicht nutzen für eine. Bei Max Schlüter sehe ich hier keine Bremslichter in dem Linksknick nach der langen Bergaufpassage. Da geht es also flat out im Drift hier in die Bergabpassage rein. Und Schlüter ist jetzt irgendwie an Imül vorbeigefahren. Die Zeitnahme war mir im Weg, deswegen konnte ich nicht sehen, aber da war die Tür offen und Holtrup probiert das jetzt auch noch. Liebe Leute, wer hat hier gleich die Nase vorne in seinem Crossguard? Und auf Trackline ist es Max Schlüter vor Imül und Holtrup. Entschuldigung, wir fahren doch eine Rennrunde, sehe ich gerade. Das habe ich gerade falsch gedeutet. Entschuldigung. Und Imül kommt weit raus. Da ist es passiert. Holtrup fährt vorbei. Kleiner Quersteher von Imül. Holtrup sagt lieben Dank und holt sich hier die Platzierung wieder. So, jetzt passiert es aber. Ich bitte das zu entschuldigen. Es gewinnt Max Schlüter vor Michel Holtrup, die sich freut. Imül ärgert sich hier, streckt die Faust nach oben, haut aufs Lenkrad. Das kann aber passieren. Dahinter die 1504, dann mit den Theo Rühl. Dann hier vom MSV Diemelsee Linus Wilke. So, und der Rest schließt sich dem an. Dann haben wir mit der 1577 Sam Heinen. Dahinter Anna-Sophie Mühl. Nele Thaler Österling. Also direkt weiter hier mit dem nächsten Wertungslauf. Start ist eingeleitet, 10 Sekunden Tafel oben und Start ist erfolgt. Und wer hat hier die Nase vorne? Holtrup kommt gut weg in den grünen Crossguard. Und ja, das fährt vorbei an Mühl. Setzt sich erstmal daneben, kommt doch noch nicht ganz vorbei. Und da vorne wird es eng in den Kurven. Ein großes Knäuel an Crossguards, aber ich sehe hier keine Berührung. Das sieht alles fein und sauber aus. Und Max Schlüter hat erstmal als Zweitplatzierter die richtige Linie gefunden und kam hier gut von der Bahn weg. So, Holtrup auf der 1, Schlüter auf der 2.
So, liebe Leute, gerade an die Eltern hier von den Crosskart-Fahrern. Nach dem Lauf kommen die ganzen Crosskarts direkt zum Festzelt und ein Erziehungsberechtigter kommt mit dazu, denn wir führen eine Drosselkontrolle durch, sagte gerade hier der Rennleiter und erste Vorsitzende von der Drosselüberprüfung findet direkt nach dem Lauf mit den technischen Kommissaren am Festzelt statt. Bitte euer Werkzeug mitbringen, falls es da Spezialwerkzeug gibt, um das zu demontieren. Das wird hier direkt im Anschluss geprüft. So, auf der 3, die 15.04, Theo Rühl, die wir sehen. Dann noch hier vor Fabian Duckert als auch Nele Talea Österling. Ja, und da unten wird's eng. Ibel ist nach vorne, Wilke will außen dran vorbeigehen und Sam Heinen hat ein Wörtchen mitzugehen. Ist das die Chance für Wilke vorbeizugehen? Hat er viel Schwung mitgenommen in Bergo. Wilke macht hier einen Platz gut. Kann sich hier behaupten, aber Schlüter sucht den Track irgendwo die Lücke, wo er sich gleich reinbremsen kann, wo er Schwung mitnehmen kann, um hier doch noch den ersten Platz irgendwie nach Hause zu fahren. So, viel Zeit haben wir nicht mehr, wir sind hier auf der Zielgeraden und dann passiert es gewinnt knapp die Show, was ich verstehen kann. Wie gesagt, ein Erziehungsberechtigter pro Crosskart jetzt zum Festzelt. Der mit Theo Rühl vom ACC Dauborn. Und jetzt kommt hier mein Kollege vom Motorsport Rhein Diemensee, Linus Wilke dahinter. Vor Deja Übel, Anna-Sophie Rühl, Sam Heinen. Das heißt, die 10-Sekunden-Tafel ist oben, der Start ist eingeleitet und auch hier geht es weiter noch die Meisterschaft. Aber der Holtrup hatte wieder einen super Start hingelegt, die Dame vom NSC Extratal, und fährt hier erstmal souverän auf den ersten Platz. Auf der 3 Sam Heinen, dann Theo Rühl, Max Schlüter, Anna-Sophie Mühl macht die Plätze gut, auch Linus Wilke genauso, auch die Fabian Duckert. Und dann haben wir dahinter die Nele Talea Österling. So, Holtrup kann sich hier schon absetzen in der ersten Rennrunde. Das ja, und achtet mal drauf. Die meisten Leute, die bremsen hier oben bei dem Blitzknecht. Bei der Michelle Holtrup habe ich das gerade nicht gesehen. Und das soll also heißen, die Crosskarts sind hier alle leistungsgleich unterwegs. Natürlich Fahrwerk, Reifenwahl, Luftdruck, all sowas ja, beeinflusst die Performance und die Case, aber auch am Ende des Tages der Fahrer und die Fahrerin macht's. So, wir machen eine Bremskontrolle. Kurz vor Gas, dann wird das Handy gehalten und legen ein. Und so geht es dann in die Linkskurve. Ein paar Leute machen es genauso, ein paar gehen gleich auf die Bremse. Also jeder hat hier seine andere Philosophie, wie er die Kurve fährt. Aber Fakt ist, vorne die Michelle macht das schnell und super. Platz 2, Theo Rühl. Ja, gibt den Platz gerade ab, da geht er früh auf die Bremse, hat ihn in die Tür offen gelassen und da sagt Max Schlüter natürlich in den Trackline-Crosscar. Herzlichen Glückwunsch.
Ken Heinen auf der 4, Peter Mühl auf der 5, Rinus auf der 6, dann Anna-Sophie, Fabian Buckert und Nele Thaler Österling dahinter. Vorbeizugehen an Imel. Hat sich in den Berg hoch. Gut daneben gesetzt. Wollte jetzt gerade kreuzen und von außen nach innen am Costa von Kollegen Imel vorbeizufahren. Aber das funktioniert aktuell noch nicht. Und hier auf Platz 1 die Holze. Vor Max Schüter auf Trainline. Theo Rühl. Heinen. Und er wird ein Foto findet und Wilke schafft es doch noch. Er freut sich. Wilke ist vorbei. An Tian Imel macht noch einen Platz gut. Und dahinter bei den beiden Damen bleibt es auch spannend. Anna-Sophie Mühl bleibt aber der Bock.